Weißt du, was mich wütend macht? Ich stehe im Supermarkt und sehe, wie Menschen mit den besten Absichten die falschen Produkte kaufen, weil Big Food uns seit Jahrzehnten belügt. Heute zeige ich dir die 58 Top- und die 56 Flop-Lebensmittel aus deutschen Supermärkten für eine Low-Carb- bzw. ketogene Ernährung. Und zwar aus allen 13 wichtigen Kategorien: Käse, Fisch, Fleisch, Gemüse, Getränke, Getreide, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Nüsse, Obst, Öle und Süßungsmittel. Aber Obacht! Auch Produkte mit Biosiegel und Nutri-Score A können deine Gesundheit ruinieren. Nach der Analyse von 11 populären Low-Carb-Videos habe ich so viele gefährliche Empfehlungen gefunden, dass ich dieses Video machen musste. Die Wahrheit: 80% der Supermarktprodukte sind für eine gesunde Ernährung völlig ungeeignet. Ich bin Arthur von Life Algorithm. Mit 45 Jahren bin ich fitter, als ich es mit 25 war. Mit nur 3 Stunden Training pro Woche und ohne teure Supplemente. 100% natürlich. Mein Geheimnis: die richtige Ernährung. Aber der Weg dahin war steinig, weil überall Fallen lauern. Heute gehen wir systematisch durch alle 13 Lebensmittelkategorien. Du bekommst konkrete Grammangaben für Kohlenhydrate, klare Begründungen und praktische Tipps für Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co. Am Ende hast du eine Einkaufsliste, mit der du in jedem deutschen Supermarkt die richtigen Entscheidungen triffst. Und ich verrate dir einen Insider-Trick, mit dem du versteckte Zucker in Sekunden entlarvst, selbst wenn sie nicht auf der Packung stehen. Lass uns mit den Fakten starten. Unsere Nahrung besteht aus 3 Makronährstoffen. 1. Protein bzw. Eiweiß mit 4 Kalorien pro Gramm. 2. Kohlenhydrate, auch mit 4 Kalorien je Gramm. Und 3. Fett mit 9 Kalorien pro Gramm. Seit den 70ern predigt uns die Industrie, Fett macht Fett. Was haben wir also gemacht? Das Fett reduziert und die Kohlenhydrate erhöht. Das Ergebnis der Low-Fat-Propaganda durch die Senkung von Fetten und Erhöhung der Kohlenhydrate ist verheerend. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Typ-2-Diabetes stieg um mindestens 400%, von 2 bis 4% auf heute 8 bis 15% der Bevölkerung. Adipositas, also Übergewicht, explodierte um 300%. Bluthochdruck verdoppelte sich. Die nicht-alkoholische Fettleber, früher eine Rarität, betrifft heute wirklich jeden Dritten. Aktuelle Meta-Analysen bestätigen, Low-Carb-Diäten sind Low-Fat-Diäten in allen relevanten Gesundheitsmarkern überlegen. Gewichtsverlust, Blutzucker, Entzündungswerte, wirklich bei allem. Und wer profitiert von Low-Fat? Big Food kann billiger produzieren und Big Pharma uns dann die Medikamente verkaufen. Die Aktie von Novo Nordisk aus Dänemark zum Beispiel stieg seit 1990 um über 4000%, ohne Dividenden. Sie verdienen Milliarden mit Diabetesmedikamenten. Das ist leider kein Zufall, das ist ein perfides System. Big Food macht uns krank und Big Pharma behandelt uns. Big Media verdient an der Werbung und erzählt uns, das sei alles normal. Meine 2 goldenen Regeln für den Supermarkteinkauf: Erstens, gab es dieses Lebensmittel bzw. die Zutaten schon vor 200 Jahren? Zweitens, kennst du alle Zutaten auf der Verpackung? Wenn du eine Frage mit Nein beantwortest, lass es im Regal stehen. Wenn du auch genug von den Lügen der Lebensmittelindustrie hast, lass gerne einen Daumen da, damit möglichst viele gesundheitlich von diesem Video profitieren können. Bevor wir zu den konkreten Produkten kommen, müssen wir über die größte Verarschung im Supermarkt reden: Gesundheitssiegel. Der Nutri-Score ist der absolute Gipfel der Manipulation. Ein Fruchtjoghurt mit 12 Gramm Zucker, mehr als Cola by the way, bekommt ein B, während Butter, ein natürliches, minimal verarbeitetes Lebensmittel, ein E kassiert. Das ist kein Fehler, das ist pure Absicht. Und dann das Biosiegel, der nächste Trick. Klar, weniger Pestizide, kontrollierter Anbau, alles super. Aber weißt du was? Bio-Gummibärchen sind trotzdem ungesunde Zuckerbomben. Bio-Chips bleiben frittierte Kohlenhydrate und eine gesundheitliche Katastrophe. Das grüne Siegel gaukelt einfach Gesundheit vor, sagt aber null über den Nährwert aus. Die Leute denken sich, Bio ist gesund und schaufeln sich manchen Müll wie Bio-Gummibärchen oder Bio-Chips einfach rein. Und last but not least, vegan, was jetzt wirklich überall draufsteht. Ich habe mir mal die Zutatenliste einer veganen Wurst angesehen. Nach 20 Zusatzstoffen habe ich aufgehört zu zählen. E-Nummern, modifizierte Stärke, Aromen. Das ist kein Essen, das ist ein Chemiebaukasten. Forscher der Universität in Sao Paulo zeigten im Jahr 2022, Menschen, die ultraverarbeitete Lebensmittel essen, egal ob bio, vegan oder mit Gesundheitssiegel, nehmen automatisch 500 Kalorien mehr auf, pro Tag. Weitere Lügen und Tricks von Big Food sind: ohne Zuckerzusatz, heißt nicht wirklich zuckerfrei. Light bedeutet immer mehr Chemie. Natürliches Aroma kommt aus dem Labor. Proteinreich sagt nichts über die Qualität. Und Vollkorn immer noch 40 bis 50 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. So, nun genug erzählt. Fangen wir mit den konkreten Produkten an. An erster Stelle Käse. Für viele das Grundnahrungsmittel bei Low Carb. Und ja, richtig gewählt ist Käse fantastisch.
Aber auch hier lauern Fallen. Die Grundregel, je natürlicher und länger gereift, desto besser für dich. Hier die Top 5 für Käse. 1. Parmesan ist der absolute König. Mit nur 0,9 Gramm Kohlenhydraten pro 100 Gramm, dafür aber 32 Gramm Protein und 29 Gramm gesunden Fetten. 2. Feta. Traditionell aus Schafsmilch, nur 0,7 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Protein, 23 Gramm Fett. Perfekt für Salate und absolut natürlich. 3. Alter Gouda oder Bergkäse. Je länger gereift, desto weniger Laktose. Nach 6 Monaten praktisch laktosefrei, unter 0,1 Gramm Kohlenhydrate. 4. Ziegenkäse. Zwar 2,5 Gramm Kohlenhydrate, aber dafür leichter verdaulich als Kuhmilchprodukte. Viele Menschen, die Kuhmilch nicht vertragen, kommen mit Ziegenkäse super klar. 5. Büffelmozzarella. 2 Gramm Kohlenhydrate, hochwertige Fette und Proteine. Achte aber auf echten Büffelmozzarella, nicht auf die billige Kuhmilchvariante. Hier die Flop 5 bei Käse. 1. Schmelzkäse. Bis zu 9 Gramm Kohlenhydrate, vollgepumpt mit Schmelzsalzen, Stabilisatoren, oft sogar Zucker. 2. Analogkäse oder Pizzamix. Pflanzenfette, Stärke, Aromen, bis zu 25 Gramm Kohlenhydrate. Eine Beleidigung für jeden echten Käse. 3. Frischkäse mit Früchten. Bis zu 16 Gramm Kohlenhydrate, hauptsächlich zugesetzter Zucker. Die Ananas im Frischkäse macht ihn nicht wirklich gesünder. 4. Leitkäse. Weniger Fett bedeutet auch weniger Geschmack. Was macht die Industrie? Füllstoffe und Zusätze rein. Bei Low Carb ist Fett dein Freund, nicht dein Feind. 5. Sprühkäse aus der Dose. Muss ich dazu wirklich was sagen? 6 bis 8 Gramm Kohlenhydrate und eine Zutatenliste wie ein Chemiebaukasten. Welchen Käse hast du bisher gekauft? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Fisch ist ein Geschenk für Low Carb. Fast alle Fischsorten haben null Kohlenhydrate, dafür wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Aber die Lebensmittelindustrie schafft es sogar hier, gesunde Lebensmittel zu ruinieren. Hier sind die Top 5 bei Fisch. 1. Wildlachs, auch aus der Tiefkühlung. 0 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Protein, 13 Gramm gesunde Fette mit reichlich Omega-3. 2. Sardellenfilets in Öl. 0 Gramm Kohlenhydrate, intensive Omega-3-Quelle. Ja, sie sind salzig, aber das Salz brauchst du bei Low Carb sowieso. 3. Kabeljau. Magerer Fisch mit 0 Gramm Kohlenhydraten, 18 Gramm Protein. Perfekt, wenn du mal weniger Fett willst. Einfach mit Butter anbraten. 4. Austern, die Nährstoffbomben. 5 Gramm Kohlenhydrate, aber vollgepackt mit Zink, B12 und Selen. 5. Seehechtfilets aus der Tiefkühlung. 0 Gramm Kohlenhydrate, günstig und vielseitig. Hier sind die Flop 5 bei Fisch. 1. Fischstäbchen. Die Kindheitserinnerung wird zum Albtraum. 12 bis 15 Gramm Kohlenhydrate durch die Panade, oft in schlechtem Öl vorfrittiert. 2. Backfisch oder panierter Fisch. Noch schlimmer. Bis zu 20 Gramm Kohlenhydrate, die dicke Panade saugt sich mit billigem Öl voll. 3. Surimi, Krebsfleisch-Imitat aus 40% Fischmuskeleiweiß. 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate aus Stärke und Zucker. 4. Matjes in Sahnesoße. An sich wäre Matjes okay, aber die süßen Soßen, bis zu 10 Gramm Zucker, kauf lieber Matjes Natur. 5. Rollmops in Marinade. Wieder ein gesunder Fisch, der ruiniert wurde. Die Marinade enthält bis zu 10 Gramm Zucker. Völlig unnötig. Joe Rogan sagte mal in einem Podcast, wenn du Fisch panierst, machst du aus einem Superfood ein Junkfood. Wie recht er hat. Fleisch und Eier sind der Kern einer artgerechten Ernährung. Null Kohlenhydrate, hochwertiges Protein, B-Vitamine, Eisen, Zink. Aber auch hier gilt Qualität vor Quantität. Hier die Top 5. 1. Rindfleisch vom Weiderind. 0 Gramm Kohlenhydrate, perfektes Protein mit allen wichtigen Bausteinen für deine Muskeln, plus natürliche Fettsäuren, die beim Abnehmen helfen. 2. Lammfleisch. Auch 0 Gramm Kohlenhydrate, oft aus Weidehaltung. Reich an L-Carnitin für die Fettverbrennung, unterschätzt und lecker. 3. Wildfleisch, Reh, Hirsch, Wildschwein, auch 0 Gramm Kohlenhydrate, das natürlichste Fleisch überhaupt. Keine Antibiotika, keine Mastbetriebe, pure Natur. 4. Leber vom Weiderind. 4 Gramm Kohlenhydrate, aber dafür die Nährstoffdichte eines Multivitamins. Vitamin A, B12, Folsäure, Eisen, alles drin. 5. Eier, das perfekte Lebensmittel. 0,7 Gramm Kohlenhydrate, 13 Gramm Protein, 11 Gramm Fett, alle essentiellen Aminosäuren, die du brauchst. Hier sind die Flop 5. 1. Panierte Schnitzel aus dem Kühlregal. 15 bis 20 Gramm Kohlenhydrate. Die Panade macht aus gutem Fleisch eine Kohlenhydratbombe. Dazu oft minderwertiges Fleisch und schlechte Öle. 2. Chicken Nuggets. Bis zu 20 Gramm Kohlenhydrate. Formfleisch aus Resten, Füllstoffe, Aromen. Das hat mit Huhn nichts mehr zu tun. 3. Billige verarbeitete Wurst wie Fleischwurst. 1 bis 5 Gramm Kohlenhydrate zwar nur, aus Stärke und Zucker, dafür aber Nitrit, Pökelsalz, Geschmacksverstärker, wirklich kein Gesundheitswunder. 4.
Fertig mariniertes Grillfleisch. Die Marinaden sind oft Zuckerfallen, bis zu 10 Gramm Kohlenhydrate, dazu Konservierungsstoffe. Marinier lieber selbst mit Avocadoöl und Gewürzen. 5. Leberkäse aus dem Discounter. Viele Füllstoffe, der Name täuscht. Weder Leber noch Käse, dafür aber viel Chemie. Und, by the way, eine Harvard-Studie von 2023 zeigt, unverarbeitetes rotes Fleisch erhöht keine Gesundheitsrisiken. Im Gegenteil, es liefert essentielle Nährstoffe, die in Pflanzen fehlen. Kommen wir zu Gemüse. Gemüse ist nicht gleich Gemüse. Während grünes Blattgemüse dein bester Freund ist, sind stärkehaltige Sorten wahre Kohlenhydratbomben. Ich habe das selbst schmerzlich lernen müssen. Hier die Top 5 bei Gemüse. 1. Spinat, der Champion. 0,6 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm, vollgepackt mit Eisen, Magnesium, Folsäure. Ob frisch oder tiefkühl, immer eine gute Wahl. 2. Brokkoli. 2,7 Gramm Kohlenhydrate, aber reich an Ballaststoffen und Vitamin C. Leicht gedämpft behält er alle Nährstoffe. 3. Blumenkohl, 2,9 Gramm Kohlenhydrate und unglaublich vielseitig. Blumenkohlreis, Pizzaboden, Püree, er ersetzt alle Kohlenhydratbeilagen. 4. Zucchini, 2,1 Gramm Kohlenhydrate, perfekt für Sudels, also Zucchini-Nudeln. 5. Grüne Oliven, 3,8 Gramm Kohlenhydrate, gesunde Fette und fermentiert. Ein perfekter Snack, der auch gut für den Darm ist. Hier die Flop 5 bei Gemüse. 1. Kartoffeln. Mit 17 Gramm Kohlenhydraten definitiv nichts für strikte Keto. Für moderate Low-Carb-Ernährung sind gekochte Salzkartoffeln in Maßen okay. Sie sind natürlich, sättigend und liefern Kalium. Trotzdem, wer in Ketose bleiben will, muss sie meiden. Ich persönlich esse sie gerne vor körperlicher Aktivität. 2. Mais. 12 Gramm Kohlenhydrate, davon 6 Gramm Zucker. Wird oft als Gemüse verkauft, ist aber eigentlich ein Getreide. In den USA messen sie dann mit Rinder. Selbst für Low Carb wirklich grenzwertig. 3. Erbsen. 10 Gramm Kohlenhydrate. Aber die haben doch Protein. Ja, 5 Gramm. Für Keto zu viele Carbs, für Low Carb in kleinen Mengen machbar. Aber es gibt bessere Proteinquellen. 4. Pastinaken. 12 bis 18 Gramm Kohlenhydrate. Werden oft als gesunde Alternative verkauft. Nährstoffreich ja, aber für Keto ungeeignet. Bei Low Carb wirklich nur sehr sparsam. 5. Süßkartoffeln. 20 Gramm Kohlenhydrate, davon 4 Gramm Zucker. Ich esse sie selbst ab und zu, weil sie Vitamin A liefern und gut schmecken, aber für Keto sind sie tabu. Und auch bei Low Carb sollten es nur kleine Portionen sein. Wie handhabst du Kartoffeln bei Low Carb? Komplett weglassen oder in Maßen? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Der Trick zum Erkennen versteckter Kohlenhydrate in Gemüse kommt gleich. Aber erst die wichtigste Kategorie für deine Gesundheit. Getränke sind die heimlichen Dickmacher. Viele Menschen achten aufs Essen, kippen aber literweise Zucker in flüssiger Form rein und behaupten, ich werde vom Zusehen beim Essen schon dick. Die Ursache sind meistens die Getränke. Ich meine auch nicht nur Cola, sondern auch Fruchtsäfte und Smoothies. Hier die Top 5 bei Getränken. 1. Wasser. 0 Gramm Kohlenhydrate, 0 Kalorien, 100% natürlich. Still oder mit Kohlensäure, das ist dein Hauptgetränk. 2. Ungesüßter Tee. 0 Gramm Kohlenhydrate, dafür aber Antioxidantien. Grüner Tee kurbelt zum Beispiel den Stoffwechsel an und Kräutertees helfen bei der Verdauung. 3. Schwarzer Kaffee. 0 Gramm Kohlenhydrate, erhöht die Fettverbrennung, aber bitte ohne Milch und Zucker. Ein Schuss Sahne ist okay, aber bitte kein Latte Macchiato draus machen. 4. Selbstgemachte Elektrolytdrinks. Bei Low Carb verlierst du anfangs viel Wasser und Mineralien. Hier ist ein Rezept. 1 Liter Wasser, einen halben Teelöffel Ursalz, Saft einer halben Zitrone und eine Prise Magnesiumcitrat. 5. Mineralwasser mit Apfelessig. 1 Teelöffel auf 250 Milliliter Wasser. Hilft bei der Blutzuckerregulation, schmeckt etwas gewöhnungsbedürftig, wirkt aber Wunder. Hier sind die Flop 5 bei Getränken. 1. Cola, Fanta, Sprite etc. Die Zuckerbomben. 9 bis 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Eine kleine Flasche, also ein halber Liter, hat 50 bis 55 Gramm Zucker. Das sind 18 Stück Würfelzucker. 2. Eistee. Und ja, auch die Light-Varianten. Die normalen haben bis zu 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Die Light-Varianten sind vollgepumpt mit Süßstoffen, die deinen Darm durcheinander bringen und trotzdem Heißhunger auslösen. 3. Energy-Drinks. 11 bis 13 Gramm Zucker pro 100 Milliliter plus fragwürdige Zusätze. Aber ich brauche doch die Energie. Die kommt vom Zucker und danach kommt der Blutzuckercrash. 4. Fruchtsäfte, der größte Betrug. 100% Frucht klingt gesund, oder? Orangensaft hat 9 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das ist fast so viel wie Cola. Ohne Ballaststoffe geht der Zucker direkt ins Blut. 5. Ja, leider auch das Bier. Flüssiges Brot sagt ja schon alles. 5 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter. Ein halber Liter Bier hat also 25 Gramm Kohlenhydrate. Alkohol stoppt noch zusätzlich die Fettverbrennung. Eine Studie im British Medical Journal zeigt,
Ein einziges zuckerhaltiges Getränk täglich erhöht das Diabetesrisiko um 26% und das Herzinfarktrisiko um 35%. Kommen wir zu meinem persönlichen Erzfeind, Getreide. Aber ich kann auch nicht ohne Brot leben. Doch, kannst du. Und es gibt fantastische Alternativen, die sogar besser schmecken und satt machen. Hier sind die Top 5 Ersatzprodukte für Mehl und Co. 1. Flohsamenschalen. Nur 0,2 Gramm verwertbare Kohlenhydrate, der Rest sind pure Ballaststoffe. Die quellen im Magen auf, machen pappsatt und bringen deine Verdauung in Schwung. Perfekt als Bindemittel für Low-Carb-Brot. 2. Leinsamenmehl. 0,3 Gramm Kohlenhydrate, reich an Omega-3, bindet auch super, zum Beispiel für Pizzateig. 3. Mandelmehl entölt. 7 Gramm Kohlenhydrate, nussiger Geschmack, perfekt für Kuchen und Kekse. 4. Chiasamen. 0,9 Gramm verwertbare Kohlenhydrate. Das Geniale, sie saugen das Zehnfache ihres Gewichts an Wasser auf und verwandeln sich in ein sättigendes Gel. Reich an Omega-3, perfekt für Puddings. 5. Kokosmehl. 13 Gramm Kohlenhydrate, dafür aber super ergiebig. Du brauchst nur ein Viertel der normalen Mehlmenge. Schmeckt leicht süß, perfekt für Low-Carb, Kuchen und Desserts. Jetzt die Flop 5 zu Getreide. 1. Dinkel. 72 Gramm Kohlenhydrate im Mehl. Aber Dinkel ist doch gesund. Nein, ist es nicht. Dinkel ist eine Weizenart. Für deinen Blutzucker macht das keinen Unterschied. 2. Buchweizen. 69 Gramm Kohlenhydrate. Aber das ist doch gar kein Weizen. Stimmt, ist aber trotzdem eine Kohlenhydratbombe. 3. Quinoa. 64 Gramm Kohlenhydrate. Das Superfood der Hipster. Super ist nur der Preis, nicht der Nährwert für Low Carb. 4. Haferflocken, 58 Gramm Kohlenhydrate. Aber die sind doch so gesund. Nein, sind sie nicht. Und warum das so ist, erkläre ich in meinem Video zu 9 Ernährungsmythen. 5. Vollkornbrot, die größte Lüge. 37 bis 45 Gramm Kohlenhydrate. Aber Vollkorn ist doch gesund. Nein, die Ballaststoffe ändern nichts daran, dass es deinen Blutzucker hochtreibt. Kommen wir zu Milchprodukten. Und hier gilt, je mehr Fett, desto besser. Die Industrie hat uns jahrzehntelang das Gegenteil erzählt. Es ist Zeit, damit aufzuräumen. Hier sind die Top 5 Milchprodukte. 1. Weidebutter. Fast keine Kohlenhydrate, dafür Nährstoffe satt. Vitamin K2, gesunde Fettsäuren, alles drin, was du brauchst. 2. Schlagsahne. 30% Fett oder mehr. 2,8 Gramm Kohlenhydrate, perfekt für den Kaffee oder zum Kochen. Achte auf Bioqualität ohne Zusätze. 3. Griechischer Joghurt, 10% Fett, 3,5 Gramm Kohlenhydrate, 10 Gramm Protein. Der echte, nicht die Light-Version. Cremig, sättigend, vielseitig. 4. Creme fraiche oder Mascarpone, 2,5 Gramm Kohlenhydrate und 30 bis 40% Fett. Macht jedes Gericht cremig und reichhaltig, perfekt für Soßen. 5. Skyr, 4 Gramm Kohlenhydrate, aber 11 Gramm Protein. Technisch fettarm, aber die Proteine machen es wertvoll. Mit Nüssen oder Beeren ein super Dessert. Hier die Flops bei Milchprodukten. 1. High-Protein-Quark mit Geschmack. Bis zu 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate bei 9 Gramm Zucker. Vollgepumpt mit Süßstoffen, Aromen, Verdickungsmitteln. Das ist kein Quark mehr, das ist Chemie. 2. Fruchtjoghurt. Auch 10 bis 15 Gramm Kohlenhydrate, hauptsächlich Zucker. Aber da ist doch Obst drin. Ja, in Zuckersirup ertränkt. 3. Proteinmilchdrinks. 5 bis 10 Gramm Kohlenhydrate, Marketing für Sportler, aber voller Zucker. Mach dir lieber einen Shake mit Sahne oder noch besser, iss natürliche Proteinquellen. Nüsse sind genial für Low Carb, wenn du die richtigen wählst. Aber Vorsicht, manche sind versteckte Kohlenhydratfallen. Hier sind die Top 5 bei Nüssen und Samen. 1. Macadamianüsse. Nur 5 Gramm Kohlenhydrate, 76 Gramm Fett. Ja, sie sind teuer, aber jeden Cent wert. Ich snacke täglich eine Handvoll und empfehle die hier von Amazon, da sie nicht gesalzen sind. 2. Pekannüsse. 4 Gramm Kohlenhydrate, 72 Gramm Fett, butterig süßer Geschmack, perfekt für Desserts oder pur. 3. Paranüsse. 3 Gramm Kohlenhydrate, extrem reich an Selen. Aber Vorsicht, 2 bis 3 Stück täglich reichen, sonst wird es zu viel Selen. 4. Die Samenstars. Chiasamen und Leinsamen hatte ich schon bei Getreide. Beide unter 2 Gramm verwertbare Kohlenhydrate und sehr gute Omega-3-Bomben. Jetzt die Flop 5 bei Samen und Nüssen. 1. Nussmischungen mit Rosinen. Der Horror. Die Nüsse wären okay, aber die Rosinen, die haben 70 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Also Finger weg. 2. Maronen. 45 Gramm Kohlenhydrate. Das sind keine Nüsse, das sind Stärkebomben. Zur Weihnachtszeit mal okay, aber nicht für Low Carb. 3. Cashews. 27 Gramm Kohlenhydrate. Lecker, ja, aber wirklich zu viele Kohlenhydrate. In kleinen Mengen okay, aber wer isst schon nur ein paar Cashews? 4. Pistazien. 18 Gramm Kohlenhydrate. Und weil sie so klein sind, isst man schnell 100 Gramm und mehr.
Das sind dann 18 Gramm Carbs oder sogar mehr. 5 Erdnüsse, 16 Gramm Kohlenhydrate. Technisch eine Hülsenfrucht, dazu oft geröstet und gesalzen, was zum Überessen verleitet. Aber Obst ist doch gesund, oder? Der größte Mythos überhaupt. Modernes Obst ist auf maximale Süße gezüchtet. Unsere Vorfahren würden es nicht mehr wiedererkennen. Weißt du, wie eine Urbanane aussah? Klein, voller Kerne, mit vielleicht 2 bis 3 Gramm Zucker. Die heutige Banane 20 bis 25 Gramm, reinen Zucker, kernlos, dreimal so groß. Oder auch Äpfel. Wildäpfel hatten 5 bis 6 Gramm Zucker und waren sauer wie Zitronen. Moderne Züchtungen wie Pink Lady oder Gala bis zu 19 Gramm Zucker pro Apfel. Das ist mehr als in einem Schokoriegel. Die Natur hat niemals vorgesehen, dass wir solche Zuckerbomben essen. Das ist menschengemachte Süßigkeiten-Obst, getarnt als Gesundheitskost. Hier sind die Top 5 bei Obst. 1. Avocado. Ja, technisch ein Obst. 0,4 Gramm Kohlenhydrate, 15 Gramm gesunde Fette. Ich esse mehrere Avocados pro Woche, perfekt in Kombination mit Ei. 2. Himbeeren. 5 Gramm Kohlenhydrate, reich an Ballaststoffen und Antioxidantien. In Maßen perfekt für Low Carb. 3. Brombeeren. Auch 5 Gramm Kohlenhydrate, ähnlich wie die Himbeeren. 4. Erdbeeren. 6 Gramm Kohlenhydrate, etwas mehr, aber in kleinen Mengen okay. Mit Schlagsahne ein perfektes Dessert. 5 Heidelbeeren. 7 Gramm Kohlenhydrate, dafür aber randvoll mit Antioxidantien. Eine kleine Handvoll ist bei Low Carb völlig in Ordnung. Und hier die Flop 5 bei Obst. 1. Datteln. 65 Gramm Kohlenhydrate. Das ist kein Obst mehr, das sind Zuckerwürfel in Fruchtform. Für Low Carb also völlig ungeeignet. 2. Bananen. 23 Gramm Kohlenhydrate, davon 17 Gramm Zucker. Aber Sportler essen doch Bananen. Ja, für schnelle Energie und vorkörperliche Aktivität. Wenn du Fett verbrennen möchtest, isst sie lieber nicht. 3. Weintrauben. 16 Gramm Kohlenhydrate. Das Problem, die snackt man wie Popcorn. Einmal angefangen, ist die Schale schnell leer. Und du hast dir 50 Gramm Zucker reingeschaufelt. 4. Mango. 15 Gramm Kohlenhydrate. Tropische Früchte sind generell Zuckerbomben. In den Tropen okay, hier eher nicht. 5. Ananas. 13 Gramm Kohlenhydrate. Und bevor du jetzt sagst, aber die gesunden Enzyme, nein, die überleben deine Magensäure nicht mal. Am Ende ist es nur teurer Zucker mit Ananasgeschmack. Fette sind nicht gleich Fette. Die richtigen heilen, die falschen töten. Langsam, aber sicher. Hier entscheidet sich, ob du Entzündungen förderst oder bekämpfst. Das sind die Top 5 bei Ölen und Fetten. 1. Olivenöl extra nativ. 0 Gramm Kohlenhydrate, vollgepackt mit Polyphenolen, die Entzündungen hemmen, aufgrund des niedrigen Rauchpunkts von 160 bis 190 Grad beim Braten mit Bedacht einsetzen. 2. Kokosöl nativ. 0 Gramm Kohlenhydrate, vollgepackt mit MCTs. Das sind spezielle Fette, die direkt in Energie umgewandelt werden, ohne als Fett eingespeichert zu werden. Überlebt hohe Hitze, ideal zum Braten oder im Bulletproof Coffee. 3. Avocadoöl. 0 Gramm Kohlenhydrate, Rauchpunkt bei 270 Grad, neutral im Geschmack, perfekt für heißes Anbraten. 4. Ghee, also geklärte Butter. 0 Gramm Kohlenhydrate, laktosefrei, Rauchpunkt bei 250 Grad. Die Inder wissen seit Jahrtausenden, was gut ist. 5. Leinöl. 0 Gramm Kohlenhydrate und eine Omega-3-Bombe. Niemals erhitzen, schnell verbrauchen und im Kühlschrank lagern. Und hier die Flop 5 bei Ölen und Fetten. 1. Margarine. Das giftigste Lebensmittel überhaupt. Transfette, gehärtete Fette, Emulgatoren. Wurde als gesund verkauft, ist es aber nicht. 2. Sonnenblumenöl. Die Omega-6-Bombe, die Entzündungen explodieren lässt. Wird es erhitzt, entstehen Giftstoffe. Schau mal auf deine Fertigprodukte. Das Zeug ist wirklich überall drin. 3. Raffiniertes Rapsöl. Wird als gesund beworben, ist aber industriell verarbeitet. Das Omega-3 überlebt die Raffination gar nicht. 4. Sojaöl. Noch mehr Omega-6 als Sonnenblumenöl. Meist gentechnisch verändert. In den USA die Hauptursache für Entzündungen. 5. Maiskeimöl. Der Omega-6-Champion im negativen Sinne. 50:1 Verhältnis zu Omega-3. Pure Entzündung in Flaschenform. Zucker ist Gift, das wissen wir ja bereits. Aber was sind die Alternativen? Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Schauen wir auf die Top 3, wobei ich darauf hinweisen muss, dass ich nichts wirklich davon in rauen Mengen empfehle. Nummer 1. Erythrit. 0,2 Gramm verwertbare Kohlenhydrate, schmeckt wie Zucker und hat keine Nebenwirkungen, zumindest bei mir. Perfekt zum Backen und ich nutze es auch schon mal gerne für Desserts oder Keto-Eis. Nummer 2. Stevia. 0 Kohlenhydrate, 300 mal süßer als Zucker und komplett pflanzlich. Aber Achtung, kauft nur reines Stevia mit Rebaudiosid A auf der Verpackung. Die billigen Mischprodukte sind oft mit Maltodextrin gestreckt. 3. Kakaonips. 9 Gramm Kohlenhydrate,
aber voller Ballaststoffe und Antioxidantien. Für den Schokogeschmack ohne Zucker. Hier die Flop 5 der Süßungsmittel. 1. Zucker. 100 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm Zucker, also pures Gift. Stoppt die Ketose, fördert Entzündungen und macht süchtig. 2. Honig. Auch natürlicher Zucker ist immer noch Zucker. 75 bis 82 Gramm Kohlenhydrate. Für Low Carb also eher ungeeignet. 3. Fruchtzucker, auch als Fructose bekannt. Landet direkt in der Leber und kann eine Fettleber fördern. Viele sagen, aber das ist doch natürlicher Fruchtzucker. Klar, in der Frucht ist er okay, aber isoliert, zum Beispiel in Säften oder Süßigkeiten, ist er Gift für deine Leber. 4. Maltodextrin. Glykämischer Index von 110, höher als purer Zucker. Lässt deinen Blutzucker explodieren. Das perfide dabei, es versteckt sich in zuckerfreien Produkten und Proteinpulvern, weil es nicht als Zucker deklariert werden muss. 95 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm. Pure Verbrauchertäuschung. Auf 5 Maltit bzw. Sorbit werden als zuckerfrei verkauft, haben aber trotzdem 35 bis 75 Gramm Kohlenhydrate. Und ab 20 bis 30 Gramm wirken sie abführend. Blähungen, Krämpfe und Durchfall sind die Folge. Jetzt der versprochene Trick. Schau nicht nur auf Kohlenhydrate pro 100 Gramm, schau auf die Zutatenliste. Die Reihenfolge verrät alles. Steht Zucker oder seine 50 Tarnnamen wie Dextrose, Maltodextrin oder Fructose unter den ersten 3 Zutaten? Weg damit. Zweiter Trick. Schau dir die Zutatenliste an. Mehr als 5 Zutaten sind oft ein Warnsignal. Unaussprechliche Namen? Finger weg. E-Nummern? Das ist Chemie, keine echte Nahrung. Dritter Trick. Vergiss die Portionsgrößen, die auf der Packung stehen. Die Industrie rechnet immer mit Mini-Portionen wie 30 Gramm. Wer isst denn so wenig Chips? Rechne immer auf 100 Gramm um, dann siehst du den echten Zucker- und Fettgehalt. Wer die Wissenschaft dahinter verstehen will, dem empfehle ich folgende Bücher. Pur weiß tödlich oder Good Calories, Bad Calories. Die Links sind unten in der Videobeschreibung oder scanne einfach den Code. Hier nochmal die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Video zusammengefasst. 1. Fett ist dein Freund, nicht dein Feind. 2. Kohlenhydrate sind dein Feind. 3. Natürlich schlägt immer verarbeitet. 4. Qualität vor Quantität. 5. Die 200-Jahre-Regel funktioniert wirklich. 6. Siegel wie Bio, Nutri-Score oder Vegan sind Marketing, keine Gesundheitsgarantie. Hier ist eine Einkaufsliste für Low Carb oder Keto. 1. Grünes Gemüse. 2. Fetter Fisch. 3. Weidefleisch. 4 Eier, 5 Vollfett-Milchprodukte, 6 die richtigen Nüsse, 7 Beeren statt Bananen, 8 gute Öle und 9 natürliche Süße, aber in Maßen. Eine Meta-Analyse aus 2024, also brandneu, bestätigt, Low Carb verbessert alle Gesundheitsmarker, Gewicht, Blutzucker, Blutdruck, Entzündungen, Blutfette. Die Wissenschaft ist also eindeutig. Wenn du jemanden kennst, der diese Infos braucht, teile dieses Video bitte. Gemeinsam durchbrechen wir die Lügen der Industrie. Falls dir das Video die Augen geöffnet hat, lass gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Jeden Freitag gibt es neue Wahrheiten, die dir kein Arzt erzählt. Und jetzt will ich von dir hören. Welches gesunde Lebensmittel hast du heute als Lüge entlarvt? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich lese und beantworte jeden Kommentar. Für das Thema der nächsten Woche stimmen wir noch im Telegram-Kanal ab. Sei gerne dabei. Und denk dran, deine Gesundheit, deine Entscheidung. Bis nächste Woche. Peace out.